Ja, hallo, ich bin der Markus und ich habe mir vor einem Jahr das Ziel gesetzt, ich mache mir einen Campingwagen fertig, mit dem ich ein bisschen länger fahren kann. Ich habe hier den tollen Landcruiser, BJ45, 40 Jahre alt, den fahre ich schon seit 22 Jahren jetzt. Der ist jetzt 40 Jahre alt, hat also eine richtig schöne Haarzulassung und einen 12 HT-Motor, eigentlich ein Traum. Habe schon 450.000 Kilometer hinter denen. Und diese Camping-Erfahrung wollte ich natürlich auch einbringen in der Form, dass man jetzt eine Lösung hat, dass man was abkoppeln kann. Das heißt, ich lasse den Anhänger zurück in einer öffentlichen Location. Also entweder ich fahre damit am Campingplatz für einen Tag, der hat eine Autarkie von einer Woche, so ist es berechnet. Und der Landcruiser selber, mit dem kann ich immer noch trotzdem in die Stadt fahren, Einkäufe machen oder Besichtigungen machen. Und das ist halt der Unterschied zu einem großen MAN-LKW, wobei das Konzept hier wirklich mehr Platz bietet, weil ich habe hier im Erdgeschoss im Landcruiser Platz, ich habe nochmal ein Aufstelldach, wo nochmal 2 Leute schlafen können, und hier im Anhänger habe ich hinten, den ich ausfahren kann, zusätzlich ein 2,10 Meter x 1,70 Bett, und hier vorne kann man den Tisch runter machen, da kommt dann nochmal ein Polster drauf, und dann kann ich in diesem Bereich kann nochmal ein Kind schlafen. In dem großen Anhänger, der ist jetzt im Übrigen 5 Meter lang. Wir bauen den auch dann im größeren mit 50 cm Mehrlänge. Und in diesen 50 cm Mehrlängen hat man dann ein Doppelfahrwerk drin, also das ist ein Tandemfahrwerk mit 4 Rädern. Und dieses vierrädrige Konzept kann dann eben in der Form auch agieren, dass er ein vollwertiges, großes 2 Meter Bett vorne hat und hinten man trotzdem mit 2 Mann schlafen kann. Das heißt, ich kann hier dann in den Anhänger sogar einen großen 4 Mann zusätzlich unterbringen. So viel ist also das Fahrzeug eigentlich gar nicht zugelassen. So, und zum Fahrwerk. Ich bin das jetzt ein Jahr gefahren von einem Hersteller, der das ursprünglich entwickelt hat, das ganze System. Bin damit nicht zufrieden, werde das komplett ändern. Das ist ein Schwingenfahrkonzept, wie es oft in Australien auch verbaut ist. Was wir jetzt reinbauen werden, ist ein traditionelles Fahrwerk, so wie in einem Landcruiser. Das heißt Federblatt und einen Stoßdämpfer. Das ist einfach etwas, was aushält. Das ist etwas, was auch überlastfähig ist. Dieses Konzept hat mich nicht überzeugt mit den Schwingen, weil es einfach mit diesen großen Reifen in Kombination zu viele Querkräfte im Gelände produziert und damit einfach nicht stabil genug ist. Ja? Das macht im Übrigen eine Firma in der Nähe von Dresden dann. Das heißt, die werden das mit Standardkomponenten bauen, wo man auch 20 Jahre lang dann Teilegarantie hat. Das heißt, wenn auch mal was nicht verfügbar ist, ist immer das Problem, dass man irgendwo in der Landschaft steht und ein Ersatzteil braucht. Und wenn man dann keine Standardteile hat, dann ist man ewig am Suchen. Deswegen ist mir das für Afrika, ich bin einmal nach Südafrika gefahren, wieder zurück, natürlich wichtig, dass ich da mit Standardkomponenten arbeite. Aber gehen wir kurz gerne mal mit rein, dann zeige ich euch die Details. Hier erstmal eine Stufe, die ausfährt. Hier innen drin haben wir einen Tisch, der ist Leichtbau, das heißt, ich kann ihn drehen. Der ist nicht besonders stabil, aber das reicht. Der sitzt dann hier auch auf diesen Aluschienen, wenn man das ganze Konzept nach unten bewegt. Hier kommt dann ein Polster drauf, sodass man hier in dem vorderen Bereich schlafen kann. Das ist hier eine Aluminium-Safebox, die sieht man nicht gleich. Wenn man hier das wegmacht, dann sieht man die Verschlüsse. Ja, die kann man abschließen, da kann man sein Laptop, iPad unterbringen. Hier haben wir einen Fußboden drin, das ist so ein bisschen wie eine Abstreifmatte, das ist robust. Ja. Wir haben ferner hier eine große Batterie drin mit 12 Kilowatt, das ist eine Menge mit 24 Volt System. Da kann ich also die Klimaanlage wirklich 2-3 Stunden autark betreiben, weil der Anhänger, das gucken wir uns vielleicht nachher nochmal von außen an, hat zusätzlich 6 Kilowatt Solar. Wir haben hier einen Wechselrichter mit 3 Kilowatt, der auch die Klimaanlage betreiben kann. Überall natürlich USB-Ladegeräte, weil man hat ja auch einen Staubsauger zum Beispiel, den man verwenden will. Ja. Oder man hat auch die Möglichkeit hier, sagen wir mal, heiß Wasser zu produzieren. Hier sieht es ein bisschen messy aus, mit einem Heißwassersystem. Wir haben hier einen 60 Watt Kühlschrank drin, Spüle natürlich, kein Gas intern eingebaut, sondern was wir verwenden, sind diese kleinen Iwatase-Grille. Ja, kann ich mal zeigen, das ist eine ganz coole Sache. Iwatase ist eine japanische Firma, die verwende ich schon seit über 15 Jahren, diese Grills. Da kommt nur eine Kartusche rein,
Und das ist 10-mal besser als ein Gasfesteinbau, wo ich dann jedes Mal immer wieder Gasabnahmegebühr bezahlen muss. Und ich habe mir das hochgerechnet, ich müsste also schon das ganze Jahr in dem Anhänger leben, um das finanziell äquivalent zu bringen, dass sich das dann lohnt im Vergleich zu diesen Gaskartuschen. Hier haben wir das Badezimmer. Da ist eine Folientoilette eingebaut von Clesana, die C1, die ganz neue. Da wird also der Inhalt abgepackt und vakuumiert sozusagen, sodass das über den Müll entsorgt wird. Das ist sehr, sehr praktikabel, viel besser als ein Porta Potty oder auch viel besser als zum Beispiel diese Komposttoiletten, finde ich. Wir haben hier eine Dusche, die eingebaut ist, haben wir auch nachträglich eingebaut, die mit Heißwasser betrieben wird und Kaltwasser. Heißwasser über eine Therme, die auch über die Standheizung betrieben wird. Der Anhänger hat also auch eine Standheizung. Und das Highlight hat der Anhänger natürlich auch noch hier eine Klimaanlage eingebaut. Wenn ich das mal hier unten drunter zeigen darf. Das heißt, die Luftauslässe sind hier und auf der anderen Seite. Der Innenbereich wird dann also gekühlt. Ja. Hier hat man nochmal ein großes Staufach mit allen Krimskrams drin. Ja. Und hier im hinteren Bereich kann man dann schlafen. Ja. Das ist ein Bett mit 2,10 Meter Größe und 1,70 Meter Breite. Hat große Dachflächenfenster. Hier im vorderen Bereich haben wir auch große Dachflächenfenster. Diese Dachflächenfenster haben sich eigentlich nicht bewährt. Sind die isoliert? Die sind nicht isoliert. Das ist eben auch etwas, was da aufstößt. Wir werden das komplett hier überholen. Das heißt, hier werden diese Fenster geschlossen. Das wird eine dicke Isolierung geben, damit nicht so viel Hitze von oben kommt, weil sonst ist das wie ein Backofen. Das will man natürlich nicht. Und wir wollen die Fläche natürlich auch zusätzlich noch für Solarmodule verwenden. Wir haben jetzt 800 Watt Solar drauf, während wir eben dann mit diesem zusätzlichen Fläche dann auf 1400 Watt hochkommen würden. Ja. Das können wir uns gerne mal außen angucken. Das ist also auch von uns nachträglich gecustomized worden. Das sind diese Solarpaneele auf beiden Seiten. Die sind sehr leicht gebaut. Dieses hat zum Beispiel nur 12 Kilo Gewicht und es wird einfach nach unten gedrückt mit den Gasdruckdämpfern und hier dann eingerastet. Das heißt, es liegt sehr schön eng auf den Fenstern auf. Damit sind die Fenster auch einbruchsgeschützt. Das heißt, wir haben hier den Anhänger geschlossen und trotzdem produzieren auch während der Fahrt die Solarpaneele dann Strom. Das ist ganz erheblich. Also man kann rechnen, wenn man eine Solarleistung von 800 Watt auf dem Dach hat, kann ich um die 400 Watt durchaus auch während der Fahrt rausziehen. Und das wird in den Batterien gespeichert. Gehen wir auch vielleicht nochmal ums Fahrzeug rum. Das Konzept mit den Stelzen ist sehr clever, weil ich habe hier in den Stelzen zusätzliche Rasten drin, sodass ich diese Stütze auch an unebenen Gelände dann sozusagen einrasten kann. Ja. Ich habe Staufächer hier drin für einen Krimskrams zusätzlich. Hier hinten sehen wir dann hier eine große nochmal Batterie drin, 12 Volt für das ganze Bordsystem. Wir haben hier einen Tank für die Dieselheizung drin, mit der Standheizung drin, das ist eine Autotherm. Wir haben das Luftdruck-Fahrwerk-Kompressorsystem, muss ich sagen, ist ein Prototyp an der Stelle. Es funktioniert nicht so, wie ich das mir vorgestellt habe. Fliegt wieder raus, ist wieder mehr Platz, mehr Gewicht zur Verfügung. Solartrecker von Victron und auch hier Netzteile. Was interessant ist, auch dieses Kontaktsystem, wenn der Auszug auf ist, dann gibt es auf der anderen Seite die Gegenkontakte dagegen. Das heißt, für die ganzen Fahrlichter, die werden hier weitergegeben. Ich habe hier eine Rückfahrkamera, die haben wir nachträglich montiert, weil das ist wirklich notwendig. Hier die Stromeinlässe, Input vom Campingplatz, wenn man mal wo ist, damit geladen wird. Und hier eben auch ein Outlet wieder, damit ich was einstecken kann. Und die Netzteile hier, die machen wirklich so viel Wumms, dass der Anhänger quasi in 2 Stunden vollgeladen ist. Sollte ich mal irgendwo einen Anschluss finden, der 16 Ampere aushält. Ansonsten kommen sie auch mit 10 Ampere klar. Das heißt, ich komme auch mit Campingplätzen klar, die also wirklich nur eine kleine 10 Ampere Sicherung haben. Kann ich auch runterschalten, dann bringt er nicht so viel Leistung rein in die Batterien. Aber wenn ich volle 16 Ampere zur Verfügung habe, nutzt er die auch. Und dann ist in 2 Stunden die Batterie vom Anhänger knallvoll.
Der Auszug läuft hier auf kugelgelagerten Schienen. Das war auch ein Problem. Am Anfang, die gingen dann kaputt. Dann haben wir das rumexperimentiert und Lösung gefunden, wie wir das Ganze mit zusätzlich neuen Kugellagern verstärken, weil da liegt das ganze Gewicht des Aufbaus drauf. Und es wird natürlich erforderlich, dass man anschließend den Aufbau abstützt mit dieser Stütze. Da haben wir wirklich lange experimentiert und sind auf eine Baustütze gekommen mit 17 € im Baumarkt, weil die bringt 180 Kilo Gegengewicht und die lässt sich sehr einfach installieren. Der ganze Auszug, gehen wir wieder hoch, der lässt sich manuell einschieben per Hand. Das Coole ist, am Anfang war das so, dass man da mit elektrifizierten Konzepten gearbeitet hat und hat da einen Antrieb versucht einzubauen, aber das war alles nicht zuverlässig. Und jetzt, nachdem die Kugellager unten neu gelagert sind und der Anbau sozusagen oben auch auf einer guten Schiene läuft, die leichtgängig ist, kann man den eigentlich mit einer Hand reinschieben. Außer der Anhänger steht ein bisschen schief, da muss ich ein bisschen mehr Kraft aufbringen, aber sonst geht das. Der Anbau fährt komplett rein bis zur Tür, das heißt, ich kann den Anhänger danach nicht mehr begehen. Ja? Das muss man auch verstehen. Bei dem großen, den wir jetzt machen, ist das Ganze so, dass ich dann noch reingehen kann. Ja? Da ist auch die Toilette auf der anderen Seite und hat eine zweite Tür, sodass ich da zusätzlich auch von dort aus reingehen kann. Und der hat dann auch eine Slide-Out-Kitchen, eine Outdoor-Kitchen nochmal. Das ist ja hier der kleine. So, dann gehen wir mal vielleicht noch auf die andere Seite. Da habe ich noch mal ein großes Solarpanel. Das hat sich insofern nicht ganz bewährt, weil es einfach sehr groß ist. Das werden wir jetzt in 2 Teile machen. Dann kann man es leichter bewerkstelligen. Und hier hat man noch mal 2 Staukästen, 2 große. Die muss ich aufschließen. Wo eine Wassertherme verbaut ist. Ja. Und das ist der ehemalige Gaskasten, nachdem wir das Gas rausgerissen haben. Geht da jetzt noch mal richtig viel ordentlich Staufläche für dies und das und für Krimskrams rein. Ja. So. Ich denke, das ist hier für Wasser vielleicht auch interessant. 110 Liter Wasser gehen in den kleinen rein, 180 Liter in den großen. Und hier ist der Einfüllstutzen für Diesel, für die Standheizung. Ja. Ja, ich denke, ich habe euch mal einen kleinen Einblick da gegeben. Wie gesagt, mit vielen Änderungen ist das ein adäquates Gefährt. Ich habe den Kollegen in der Türkei, der diese Kabine gebaut hat, persönlich getroffen. Ich finde, der ist ein Genie, weil das ist schon richtig eine anspruchsvolle Arbeit, die im Flugzeugbau eigentlich Anwendung findet. Das ist ein Doppelsandwich, das heißt, ich habe außen Aluminium, ich habe innen Aluminium, in der Mitte eine Dämmung. Das ist schon sehr gut. In Kombination mit einem guten Fahrwerk ist das ein super Anhänger dann, der natürlich auch seinen Preis hat. Wir werden sehen, wo wir da rauskommen nächstes Jahr, wenn wir da das ganze Konzept ein bisschen näher untersucht haben. Es gibt sehr viele Einsparpotenziale in dem Anhänger, ein Optimierungspotenzial. Und ich denke, wenn wir das erreicht haben, können wir nochmal den Preis deutlich runterbringen. Was zum Beispiel völlig unsinnig ist, ist diese runde Glasfront vorne. Die kostet nur Geld. Ich bin auch hängen geblieben an einem Baum damit und habe gleich das Glas kaputt gemacht. Das ist angeblich nur für 5.000 oder 6.000 € zu reparieren. Habe ich natürlich nicht gemacht, habe das gefixt in einer anderen Form, aber es zeigt also, dass das nicht unbedingt ein Bauteil ist, was sinnvoll ist. Da reicht auch ein gerades Glas im Grunde genommen. Was schätzt du, wird die finale, ausgereifte Version kosten, so von bis? Also gibt es da ungefähr eine Hausnummer? Die Situation ist so, dass viele uns gefragt haben, kannst du dieses Ding auch bauen ohne Ausbau, damit wir es selber ausbauen können. Können wir machen. Ich denke, sowas wird im Bereich 55 liegen. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass das natürlich dann Schweizer Käse fährt. Ja? Also weil die Geräte, die sind so kompakt einzubauen in den Anhänger, dass man da sehr viel bohren muss, einpassen muss. Und bis das alles drin ist, ist das sehr viel Aufwand. Außer man plant es von vorne weg. Aber ein Anhänger in Vollausstattung mit Toilette, Wasserpumpen, Heizung, Therme, Klimaanlage, große 6 kW Batterien, Solar mit einem unterfütterten
Matratzenkonzept auch, weil man will ja nicht direkt mit der Matratze auf dem Alu liegen, da bildet sich Feuchtigkeit. Das hat auch niemand bedacht am Anfang. Man muss also da so ein Kunststoff unter Gitter drunter setzen, wo man dann mindestens 3-4 cm Abstand gewinnt vom Aluminium, damit das sich keine Feuchtigkeit bildet. Das haben wir mit reingebaut. Kommt auch natürlich ein Topper drauf, damit es einigermaßen bequem ist, nicht nur eine Matratze. Ja, da werden wir schon dann bei 85 liegen. Wo und wann kann ich denn so einen geilen Anhänger bestellen? Oh, den kannst du eigentlich theoretisch gleich bestellen. Der wird, sag ich mal, wir haben jetzt schon Orders, die werden wir im März nächsten Jahres dann zur Auslieferung bringen. Es ist dann so, dass wir den Zweiachse, das Prototyp, dann im Dezember bekommen werden. Den werden wir dann auch erstmal rigoros testen wie den, damit wir einfach auch wissen, dass das Ding hält. Ja, weil ich will erstens mal keine Salami irgendjemandem verkaufen und zweitens mal will ich nicht in Misskredit kommen, weil in irgendeiner Form was nicht wirklich Offroad-tauglich ist. Ja, also ich habe 450.000 Kilometer hinter mir in diesem Fahrzeug und es wäre eine Schande, wenn auch nicht der Anhänger zumindest diese Anforderungen erfüllen könnte. Ja. Deswegen schätze ich damit, dass wir im September nächsten Jahres frühestens dann in der Lage sein werden, einen Vierachser also einen vierrädrigen liefern zu können. Er wird anders aussehen, vom Konzept das gleiche sein. Es ist so, dass das Patentkonzept mit dem Ausschub, da gibt es jemanden, der diese Erfindung hatte. Ja? Das bin nicht ich, ja? Das ist jemand anders. Ein sehr, sehr nettes Unternehmen, mit dem man wirklich zusammenarbeiten kann. Und auf das basiert das Ganze ja. Ja? Das heißt, im Design wird er sicher ein bisschen anders werden. Er wird ein bisschen auch, naja, wie soll ich sagen, vielleicht auch ein bisschen mehr Tesla Cybertruck sein. Wir haben eine Menge Solar da drin, wir haben schon eine Menge Energie da drin. Mein Metier ist ja, Elektroantriebe zu entwickeln und auch die Schnittstellen dafür zu den Fahrzeugen. Das heißt, wir experimentieren zurzeit mit Antriebssystemen, die diesen Anhänger eigenständig motorisieren und zum Beispiel über Hindernisse hinwegfahren, ohne dass das Zugfahrzeug überhaupt beansprucht wird. Und irgendwo muss ja auch ein Landcruiser eine Zukunft haben, dieses ganze Busch-Taxi-Thema. Und Diesel kann es alleine nicht sein. Also der neue Toyota ist ja jetzt schon ein Hybridsystem. Und wenn man natürlich dann die Energie des Anhängersystems kombiniert mit dem Zugfahrzeug, dann ist vielleicht sogar möglich, dass man das ganze Thema Offroad-Reisen, Four-Wheel-Drive-Reisen, Overland, wie man es nennt, in der Tat auch elektrifizieren kann oder zumindest teilelektrifizieren kann. Und die Idee, die treibt mich eigentlich an. Ja, also, weil wenn man so ein Konzept dann elektrisch hat, mit auch 4 Rädern, und das Ganze in einem Design hat, was auch zu einem Cybertruck passt. Ich fantasiere mal, also wir könnten ja auch die Außenhaut in Edelstahl machen. Ja? Habe ich mit verschiedenen Fertigern schon gesprochen, ist machbar, aber man braucht sehr große Pressen dafür, um die Teile abzukanten. Hat natürlich auch Vorteile, das heißt, so wie auch Elon Musk es natürlich festgestellt hat mit seinem Cybertruck, ich brauche keinen Tragrahmen mehr, das Ganze ist dann selbsttragend. Ich spare also Gewicht, was diese Stahlverstärkungen angeht, die man ja hier auch sieht, dass die hier eingearbeitet sind. Ja. Das sind alles Stahlverstärkungen, die leider bei Aluminium notwendig sind, aber wenn ich diese Stahlverstärkungen im Grunde genommen durch Edelstahl ersetzen würde, da bräuchte ich das alles nicht mehr. Ich spare was, ich muss aber mir das auch teuer erkaufen, dadurch, dass ich halt die Außenhaut wirklich dann in Edelstahl entwickeln müsste. Da ist also noch eine Menge Potenzial in der Zukunft da. Ich hoffe, dass möglichst viele Leute sich interessieren für sowas. Und abhängig davon sehe ich mich eigentlich als jemand an, der diesen Leuten bei dem Traum da helfen kann. Ob da wirklich Geschäft rauskommt für uns, das ist sekundär. Ich meine, eigentlich ist meine Firma, wie gesagt, am Anfang Internetprovider. Und ich wollte da eigentlich nur ein Konzept für mich selber finden. Und damit eigentlich Reisen machen, die so nicht mehr möglich sind mit dem Fahrzeug, was einfach zu klein geworden ist. Wenn ihr Interesse habt an dem Konzept, dann kontaktiert mich gerne. Die WhatsApp-Nummer von mir ist die 0177 536 9568.
da können wir gerne bequatschen, was ihr da für Vorstellungen habt und auch besprechen. Weil ich bin immer offen natürlich und gerne bereit zu verstehen, was wollt ihr da draußen. Ja? Können wir das realisieren oder leider nicht? Was das kostet, natürlich auch am Ende. Könnt ihr mich gerne kontaktieren. Bin jederzeit da für Auskünfte. Danke.